Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DAX-Update. Wir haben hier einen 4-Stunden-Chart und wir haben über diese ABC-Bewegung gesprochen als W. Und ich gehe immer noch von einer ABC zur Oberseite aus, damit man die X hier oben fertig macht in dem Bereich 14.092 bis 14.370. Sogar die 14.453 wären möglich, das wäre die 100% Abtragung der A. Und wer beim letzten Wochenend-Video aufmerksam zugehört hat, da habe ich die Zone 13.800 bis 850 erwähnt für einen möglichen Long-Einstieg. Den habe ich persönlich auch genutzt. Man hatte hier die erste Möglichkeit in der Montagnacht, dann kurz nach Xetra-Eröffnung kam der DAX knapp unter die 800 und dann abends, als die Amerikaner etwas mehr abverkauften, ist man nochmal in diese Zone hier eingedrungen, wenn man die ersten beiden Möglichkeiten verpasst hat. So viel dazu. Ich habe unter anderem schon 50% meiner Position hier heute Morgen rausgenommen, obwohl ich immer noch davon ausgehe, dass wir eventuell hier hochkommen. Aber jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, der durchaus interessant sein kann. Und ich wechsle dazu mal in den Stundenchart. Und wenn man sich jetzt diese Bewegung hier anguckt, mit dem, was auch immer hier gerade passiert, ich zeige das mal bildlich. Also erstmal auf der Zeitachse sieht man eine recht knackige Bewegung nach unten von guten 400 Punkten. Und wenn man jetzt sich hier die Zeit anguckt, das ist in etwa 3 bis 4 Mal so lange und hier ist, ja, was auch immer das hier ist, ein ziemliches Hin und Her, eine Art vielleicht Keil oder Kanal. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer im Xetra an, aber wir haben hier jede Menge Überschneidung der Kurse, kommen immer wieder zurück. Hier heute Morgen haben wir noch nicht mal ein neues Hoch generieren können. Und in der Regel erwarte ich nach so einer Bewegung in so einer kurzen Zeit, und wenn ich hier sowas sehe, eigentlich nochmal so eine Bewegung nach unten. Aber wenn wir das Ganze mal hier herauszoomen und etwas in die Vergangenheit blicken, und ich zoome den Chart hier immer weiter raus, wir gucken uns nun mal diese Zeitspanne hier an. Das war zwischen dem 12. und 19.04. Und das ist von der Struktur her ein ziemlich ähnliches Hin und Her. Und das sah nach dieser Abwärtswelle auch eher danach aus. Das war unter anderem auch hier eine Wilver Wave, die ich mehrmals gezeigt hatte, die dann kräftig überschossen hat und hier dann irgendwo ins Ziel lief. Wir könnten in etwa, zumindest auf der Zeitachse, wenn man das vergleicht, an dem ziemlich selben Punkt hier gerade sein. Und man sieht, was passierte. Boom. Es ging 600 Punkte im Fahrstuhl nach oben. Da war zwar absolut null Volumen dahinter. Das habe ich auch mehrmals angesprochen. Und wir hatten in verschiedensten Ebenen Divergenzen im RSI zum VDAX und so weiter und so fort. Und im Nachhinein wurde dann die ganze Kiste wieder abverkauft. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht zu sehr versteifen sollte, wenn man diese Bewegung hier als impulsiv sieht und jetzt dieses Hin und Her, dieses Flaggengeschiebe sich genauer betrachtet, dass es nicht zwingend notwendig sein muss, dass so ein Leck hier nochmal zur Unterseite kommt. Der DAX ist manchmal etwas schwierig und möchte sich nicht in die Karten gucken lassen. Und ein weiteres Indiz, auf was man achten sollte, ist, ich zoome das Ganze hier mal wieder etwas weiter herein, ist diese schwarze Trendlinie. Die hat mittlerweile ihren 4. Aufsetzer gefunden am Montag. Ja, und wenn man sich die vorherigen Aufsetzer hier etwas genauer anschaut, dann erkennt man, mit was für einer Präzision der DAX hier momentan arbeitet. Und das sagt mir, dass diese Linie eine gewisse Bedeutung hat. Ich würde mich jetzt hier etwas aus dem Fenster lehnen. Wenn DAX nochmal diese Linie anlaufen sollte und diese durchbrechen sollte, dann könnten wir ganz schnell Richtung dieser Tiefs nochmal laufen. Das sollte man auf dem Zettel haben. Wir haben FOMC heute Abend. Da sind
große Schwankung zu erwarten. Das können auch ganz schnelle Bewegungen sein. Ein Spike hier runter und wieder hoch. Das ist möglich. Und man kann das Ding jetzt auch noch weiter durchspinnen, indem man die Hochs hier oben weiter verbindet. Und dann bekommen wir einen, ja, mehr oder weniger schönen Witherwave-Keil. Der hat hier oben seinen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und hier oben würde die 5 warten im Bereich 14.210. Mit anderen Worten müssten wir nur über diese Hochs hier bekommen, über die 14.190. Und der ein oder andere wird dann wahrscheinlich auch schon wieder sagen, oh Moment mal, das sieht ja aus wie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation und die wäre auch valide. Wir müssten uns, wenn DAX hier oben hochlaufen sollte, das Volumen genauer angucken, auf sämtliche Indikatoren nochmal Acht geben, ob wir Divergenzen finden. Das mache ich immer ganz gerne, um dann einen Trade auch zu wagen, dass es dann auch in die gewisse Richtung läuft. Und jetzt wechseln wir nochmal den Chart in den Xetra. So, hier haben wir einen 15-Minuten-Chart aus dem DAX Xetra mit einer möglichen bärischen Witherwave-Verkeilung. Die ist noch nicht aktiviert, da fehlt noch ein Hoch oberhalb 14.081 und im Idealfall laufen wir diese rote Trendlinie an, um die 5 zu setzen. Die wäre aktuell im Bereich 14.134. Und ich habe diese Witherwave schon mal in mein Chartrepertoire mit aufgenommen, weil diese Ziellinie hier doch durchaus sehr harmonisch aussieht. Die hatte über eine Stunde lang hier immer wieder perfekte Aufsetzer und dann auch hier wurde sie erneut bestätigt. Und ja, das sagt mir, dass der Markt diese Linie erkannt hat und die eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anlaufen möchte. Ja, das war's zum DAX. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Like, wenn euch das Video Freude bereitet hat oder weitergeholfen hat, oder abonniert diesen Kanal. Da werde ich versuchen, immer mehr Updates am Tag zu machen oder immer ein längeres Wochenendvideo aufnehmen. Ja, ich wünsche euch das Allerbeste. Wenn ich kein neues Video mehr mache, schon mal eine schöne Restwoche und ich wünsche euch erfolgreiche Trades. Wir sehen uns und ich sage Tschüss.